Risikomanagement, ein Thema, was deutlich zu wenig Beachtung findet. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun wünsche ich euch viel Spaß mit Andreas. Risikomanagement habe ich mir heute rausgepickt. Erstmal hallo, mein Name ist Andreas und ich stelle euch heute wieder ein weiteres Feld vor unserer kommenden Trading-Schule und Börsengemeinschaft. Risikomanagement behandeln wir an der Trading-Schule nicht nur als einzelnes Modul, sondern streue ich immer wieder eigentlich bei jedem Thema mit dazwischen, da es einfach mit das A und O ist. Um profitabel zu werden, muss man den oder sollte man den Punkt erreichen, dass man sich wohlfühlt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ich sage immer, Positionsgröße ist da das A und O. Wenn das nicht wehtut, ja, dann ist das Lernen wesentlich angenehmer und kann einen auch nicht in übertriebene Verluste reiten. Aber egal, bei welchen Dingen das man tut, es ist alles kein Hexenwerk. Man kann das alles erlernen, man kann das auch alles, denke ich, sehr gut nachvollziehen. Es sind nicht wirklich hochkomplexe Themen, sondern oftmals doch, sage ich mal, leicht verständliche Themen. Und, ich dachte mir, ich nehme heute einfach mal euch auf die Reise zu ein paar Punkten mit. Ich habe jetzt einfach nur ein paar rausgezogen. Natürlich, wie, in den letzten Wochen, am Schluss zeige ich euch, wie man bei starken Trends oder auch Extremmomentum oder den Fahnenstangen, also da, wo es überproportional ansteigt, wie man erkennen kann, wann das ein Ende hat. Ja, es gibt ja nicht man sieht ja das Phänomen immer wieder, dass bei extremen Anstiegen Menschen dann immer wieder reingehen und sich ärgern, dass sie zu spät sind. Deshalb gibt's da mal einen kleinen Tipp von mir. Und später werden wir auch mal auf die Positionsgröße zu sprechen kommen. Eigentlich eins der allerwichtigsten Dinge im Risiko- und Money-Management eben im Bereich des Tradings. Was haben wir für Punkte? Ja, erstmal der Punkt vorneweg, bevor ich irgendwas trade, ich sollte Geld übrig haben. Ich sollte mein Leben geordnet haben. Warum? Ganz einfach. Wenn mir irgendwo der Schuh drückt, oder ich habe nichts auf der Seite, ich versuche mit den letzten Groschen irgendetwas zu erreichen, dann geht das eigentlich immer schief. Warum? Man ist emotionsgeladen, man setzt wie bei einem Lotterielos auf den letzten Punkt und erhofft dann den großen Lucky Punch. Das hat nichts mit Trading zu tun. Das ist Pferdewetten und auch da sollte man ein bisschen Wissen haben. Also ich empfehle einfach, ja, man sollte einfach die Dinge geregelt haben, dass wenn man sich wirklich in den aktiven Handel begeben will, ganz egal, ja, ob das mit dem Thema ETFs nur beiläufig ist, ja, oder Buy and Hold, oder wenn man eben sagt, nee, ich will schon aktiver in das Swing Trading oder sogar in die Königsdisziplin, wie man sagt, ins Day Trading, dann sollten die Verhältnisse außenrum einfach gut geklärt sein. Es sollte alles in Ordnung sein, dass einem das nicht im Kopf festhängt. Denn psychische Belastungen, also Dinge, die einen mental belasten, und das muss jetzt nicht unbedingt das Geld sein, ja, das können auch andere Punkte sein. Wenn solche Dinge im Kopf prägnant sind, dann sollte man auch nicht irgendwelche Finanzwerte umherschieben, traden oder dergleichen, ja, oder andere Entscheidungen treffen, die von großer finanzieller Relevanz sind, sondern sollte erstmal durchatmen, schauen, dass der Geist, die Emotion sich wieder beruhigt, man einen klaren Kopf hat, vielleicht auch etwas Motivation, etwas Freude im Leben, dann gehen Dinge einfacher von der Hand. Aber ich habe es trotzdem einfach mal aufgeschrieben, ja, dass man einfach so 1 bis 3 Monatslöhne Cashflow an der Seite hat und auch, sagen wir mal, die zusätzliche Altersversorgung, ohne die geht's ja nicht mehr, ja. Und da sollte man auf alle Fälle doch mal schon mal einen kleinen Posten haben, der läuft. Den einen, sagen wir mal, interessiert es, der andere ist vielleicht schon kurz vor der Rente oder sogar schon in der Rente drin, den interessiert es natürlich nicht. Ja, also natürlich muss man immer die Individualität berücksichtigen. Dann natürlich ganz wichtiges Thema Diversifikation. Ja, und das sage ich mal bei den Aktien, Entschuldigung, bei den Aktien.
Da schauen wir natürlich intern, ja, die Branchen, die Sektoren, dass wir uns nicht von einer Branche oder einem Sektor ausschließlich nur Aktien ins Depot legen. Wir haben dadurch das sogenannte Klumpenrisiko. Und das heißt nichts anderes. Ja, habe ich alles nur von einer Sorte und das eine rauscht ab, dann ziehst das ganze andere Ding mit, wenn es zum Beispiel die Branche betrifft oder den Sektor. Ähm, Auch ETFs, ja, ich muss das Depot nicht voller Aktien haben. Ich kann da ruhig auch den ein oder anderen ETF nebenbei haben. ETFs gehen nicht nur für das langfristige Buy and Hold. Auch ETFs eignen sich durchaus zum Traden. Auch das, sage ich mal, sind Punkte, die wir bei uns in der Schulung durchnehmen, wo ich auch wirklich hingehe und ganz konkrete Beispiele heranziehe, die ich selber praktiziere. Ja. Dann natürlich immer nach eigenem Dünken, ja, die Beimischung von Edelmetallen, Anleihen, ein sehr sicherer Aspekt, und ein breit diversifiziertes Portfolio, ja, wo eben auch etwas Festverzinsliches drin ist. Warum nicht? Da haben wir auf alle Fälle für den Posten schon mal die Inflation beiseite gedrückt. Die Beimischung von Krypto, denke ich, ist heute eigentlich unerlässlich, aber das, wie gesagt, das ist nur meine absolut persönliche Meinung, keine Anlageempfehlung oder dergleichen. Wie am Schluss, dann werde ich es natürlich auch wieder kundtun, ja. Aber ich finde, es gehört mittlerweile dazu. Jetzt nicht irgendwas Meme-Coin oder sonst oder dergleichen, sondern wirklich die gestandenen Werte wie eben Bitcoin und Ethereum und dann natürlich der Anteil auch nicht wahnsinnig hoch. Man kann sich jetzt drüber streiten, die einen sagen 5%, die anderen 10%. Ich sage immer, da muss man ein bisschen Individualität walten lassen. Ja, jeder Mensch ist anders, da mal ins Gespräch gehen und man muss sich da selbst hinterfragen. Ja, was bin ich für ein Risikotyp, für einen Anlegertyp? Dann natürlich die Korrelation. Oder ist es konträr wirkend? Gerade wenn ich eine Mischung im Portfolio habe, dann kann es durchaus vorkommen, dass eben auch Korrelationen entstehen, zum Beispiel von den Edelmetallen und den Aktien, ja, weil ich als Aktien irgendwelche Edelmetallproduzenten drin habe. Solche Korrelationen gilt es zu vermeiden. Konträre Dinge sind immer gut, ja, weil da ist klar, wenn das eine runtergeht, ist es vielleicht die Wahrscheinlichkeit da, dass das andere nicht ebenfalls mit runtergezogen wird oder sogar konträr agiert. Aber das ist natürlich jetzt sehr, ich sage mal, vage ausgedrückt, also in der Definition doch sehr breit gefächert. Da muss man dann schon ein bisschen aufs Genauere eingehen. Dann haben wir bei den Trades die Assetgrößen. Auch das ist wichtig. Man muss wissen, mit was geht man um? Ja, welches Asset handle ich? Und dann muss einem natürlich bewusst sein, dass wir bei den Aktienoptionen oder eben bei den Futures mit gehebelten Positionen unterwegs sind. Und gehebelt heißt ja mehr Chance, aber auch mehr Risiko. Und dessen muss man sich bewusst sein und man sollte diese Dinge kennen. Und ein Indiz wie der S&P 500, da haben wir bei einem Mini, ja, das sind $50 pro Punkt. Und ich sage jetzt mal, bei ungefähr 6.300 Punkten reden wir von $315.000, was da in Anführungsstrichen bewegt wird. Bei einem Maiko, da ist es nur in Gänsefüßchen ein Zehntel, 31.500, ja. So, das sind keine Dinge, die einen vor Schockstarre erfrieren lassen müssen oder dergleichen, aber man muss sich bewusst sein und da muss natürlich einfach auch das Ding des Money Management, die Trade-Analyse etc., ja, das Platzieren des Stops muss einfach ausgefeilter sein und das Wissen um das jeweilige Asset muss komplett vorhanden sein, auch wie ich das analysiere und dann kann das auch sehr gut funktionieren. Eben ein Punkt, dass ein Stop nicht einfach irgendwo in der Prärie liegt, sondern er liegt an markanten Punkten. Er wird durch markante Punkte im Chart, durch markante Preislevels wird er sogar geschützt isoliert, dass die Wahrscheinlichkeit eben erhöht, dass der Kurs ihn nicht abholt, ja, und dementsprechend in den Verlust läuft. Wird trotzdem ab und zu passieren, das ist überhaupt nichts Schlimmes, das gehört zum Traden.
dazu zum Agieren, dass man auch mal Positionen hat, wo man mal einen Verlust einfährt. Wichtig ist einfach, die Verluste dürfen nicht zu groß sein. Ja, die Gewinne müssen in ihrer Gesamtheit überwiegen und das geht durch Ruhe und Kontinuität, durch Wissen, Analyse und Spaß an der Freude. Gewinnmitnahmen, beruhigen und schützen. Ja, auch ein Thema, wo doch viele Geister sich scheiden. Der eine sagt, Gewinne laufen lassen, ja, der andere sagt, mitnehmen. Und ich kann euch sagen, beides ist richtig. Auch hier die Individualität greift. So, und wenn derjenige sich bei einem Chancen-Risiko-Verhältnis von 1:1 wohlfühlt, dass er es mitnimmt, dann soll er es tun. Ja, während der andere auf sein 3 oder 4:1 setzt, aber das dann halt auch nur wesentlich seltener trifft. Letztendlich sage ich, ist es die Individualität, man selbst als Anleger, als Investor, als Trader, ja, die dann letztendlich bestimmen mit Hilfe des großen Werkzeugkastens, den man erlernt, wie geht man vor, wie realisiert man. Aber letztendlich Gewinnmitnahmen beruhigen und sie schützen das eigene Depot. Kapitalerhalt ist wichtiger statt der große Gewinn. Ja, also wie schon vorhin erwähnt, immer die Suche auf dem Lucky Punch und da werden wir auch hier nochmal drauf kommen. Es ist nicht das Richtige. Also dieses Lucky Punch und dieses Lottospielen-Mentalität hat im Trading nichts verloren, denn es läuft eigentlich so gut wie immer schief. Reflexion und offener Austausch über Fehler, eins der ganz, ganz wichtigen Dinge im Trading. Wir nehmen einander nichts weg, wir beurteilen einander nicht, wir sind nichts Besseres oder was Schlechteres wie unser Kollege nebendran. Ganz egal, ob der blutige Beginner, ganz egal, ob 15, 20 Jahre Trading auf dem Buckel und höchst erfahren. Wir sind alles Menschen und wir tauschen uns gerne aus. Wir sprechen offen auch über unsere Fehler, die wir gemacht haben, ja, in unseren Überlegungen, auch in unseren Trades, einfach um andere daran teilhaben zu lassen, dass denen nicht das Gleiche passiert. Und zum anderen, dadurch setzt es sich einfach tiefer ins eigene Bewusstsein, man verankert es besser und beim nächsten Mal sagt man, habe ich wohl draus gelernt, hatte ich doch beim letzten Mal schon. Was ihr beim letzten Mal auch schon hattet, hier, ja, kennt ihr schon. Daumen hoch, wenn ihr unseren Kanal mögt. Abonniert unseren Kanal. Aufs Daumen hoch Knöpfchen draufdrücken und wenn euch was am Herzen liegt, ihr eine Anregung habt oder eine Frage, dann ab damit rein in die Kommentare. Lasst uns daran teilhaben, uns freut's. Unten in den Shownotes findet ihr auch den Link zur Terminvereinbarung, falls ihr sagt, ey, das, was Nicola, Andi und Co. da beibringen in der Trading-Schule, das interessiert mich, will ich vielleicht auch machen, dann gerne unten auf den Link drauf. Ein Call oder ein Telefongespräch einfach eintragen. Da können wir mal kurz miteinander schnacken und mal schauen, vielleicht sind wir der richtige Partner für dich. So, die Positionsgröße. Positionsgröße, allzu oft hört man 1% vom Depot. Und damit wollte ich mal ein bisschen aufmachen, ja, weil das ist zu lapidar. Und ich gebe euch da mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir nehmen jetzt mal an, eine Person 50.000 auf dem Depot, ja, wie hier. Und wenn ich jetzt bei dem sage 1%, ja, dann heißt es, er riskiert 500 Euro oder Dollar, was er halt hat, welche Währung. Kann jetzt in Ordnung sein oder auch nicht. Ich finde da eine Frage essentiell wichtig und das ist, pass auf, du hast 50.000 auf deinem Depot mit dem, wo du jetzt handeln willst. Jetzt frage ich dich mal, welche Summe tut dir weh? Und zwar nicht, dass du heulend anfängst, sondern welche tut dir schon leicht weh, wo du sagst, das ist jetzt überhaupt nicht toll, wenn die Summe fehlt. Und zwar von heute auf morgen. Dieser Fall von heute auf morgen, der wird nicht eintreten, wenn er sich halbwegs an unsere Richtlinien und so weiter hält und jetzt nicht total irgendwas kreuz und quer macht. Aber es ist ein ganz anderer Punkt. Der eine, der sagt zu mir 20.000, der andere, der sagt 5.000. Und genau darum geht's. Wir Menschen sind unterschiedlich, wir haben ein unterschiedliches Risikoprofil. Ja. Der eine ist zu mehr Risiko bereit, der andere zu weniger. Und dessen muss man sich bewusst sein und darauf muss man eingehen. Und deshalb sage ich, ja, okay, du hast gesagt 5.000, dann gehen wir hin, nehmen die 5.000
teilen die durch 25 und jetzt haben wir 200 und nicht 500. Das heißt, ich nehme die 25er Regelung quasi als Gegenmaßnahme. Ich vergleiche dann beide Größen und die kleinere wird genommen, ne? Einfach nur, damit derjenige auf dem sicheren Weg ist, sich wohler fühlt. Woher kommt die 25? Die 25 kommt aus einer Wahrscheinlichkeitsbetrachtung raus, die ich euch gern vielleicht mal beim nächsten Mal oder so vorstelle oder eben auch in der Schulung. Ja. So, dann haben wir noch zu guter Letzt die Fahnenstange Extremmomentum. Der Kurs schießt in die Höhe. Die Menschen neigen dazu, da muss ich noch rein, da will ich dran teilhaben. Wir gehen einfach hin und schauen uns mal sowas an. So, da haben wir doch genau so einen Klassiker, oder? Das ist doch das, wo das Herz geradezu springt und ich bin extra hingegangen und habe euch umgestellt, dass wir nicht die Währung sehen, also die Preismarken, sondern die Prozent. Ja. Wenn wir uns jetzt das mal anschauen, also wir sind in der Tagesrange, innerhalb von weniger Tage ist das Ding in die Höhe geschossen. Ist doch ein Traum, oder? Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Ich sage es euch doch schon. Ja. Wenn ihr jetzt mal das Ding da anguckt, guckt mal, was da hinten war. Ne? Also innerhalb von einem Tag von 36 hoch auf 166% und am gleichen Tag wieder runter. Also das zeigt schon mal, ja, hier, ich habe jetzt nicht genauer die Aktie nachgeguckt, weil warum? Es ist wurscht. Es ist wurscht, ob ich das jetzt bei der und der Aktie sehe oder bei dem und dem Krypto oder sonst was. Wenn ich mit sowas konfrontiert bin, ja, das hier, das löst in den Menschen die Gier aus. Und da braucht man nicht drum rumreden und da ist auch keiner davor gefeit. Ja, also selbst ich, nach zig Jahren, Jahrzehnten, ja, klar, sowas ist schön, ja, aber sowas ist nicht wirklich was zum Traden. Und jetzt habe ich euch gesagt, ich zeige euch, woran das es scheitern könnte. Und jetzt guckt doch mal. Geht hoch, geht hoch, geht hoch. Und was haben wir hier? Und das ist ein ganz, ganz deutliches Signal. Ja, ich muss nicht die Bezeichnungen von Kerzen kennen wie Doji oder sonst irgendwas. Ich muss nur gucken, wie die Kerzen aussehen. Ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei uns bei der Ausbildung, Kerzen lesen. Und hier sehen wir doch eins, der Kurs ist bis hier hoch und wurde dann runtergedrückt. Ja? Und von der ganzen Kerze, da ist so gut wie nichts mehr übrig. Das heißt, wir haben hier ganz klar, dass die Verkäufer reingekommen sind, ja, und haben da entgegengedrückt. Und jetzt sagt dann gleich der eine, ja, das sind ein paar Gewinnmitnahmen, deshalb kann es weiter hochgehen. Ja, das kann weiter hochgehen. Aber der zweite Punkt ist die nächste Kerze, die schon mal kleiner ist. Und wir haben auch hier wieder den Effekt, ne, Volt leicht hoch und wieder gibt es auf den Deckel runter. So, ich weiß jetzt genauso wenig wie ihr, geht der Kurs weiter nach oben oder geht er nach unten. Aber eins weiß ich, das ist für mich hab 8 und nicht geh rein. Denn man kann in ein fallendes Messer reingreifen, ja. Man kann aber das Messer auch langsam anfangen reinzudrücken. Und genau, sag ich mal, solche Situationen sind das. Jeder Mensch wünscht sich, sage ich mal, den schnellen Gewinn, den schnellen großen Gewinn. Ja, also hat keiner was dagegen, den mitzunehmen. Aber das ist nicht Traden. Wie gesagt, kommt einfach so selten vor. Das hier, das da sind die Bewegungen. Ja, hier, das sind die Bewegungen oder die hier. Das sind die Bewegungen, vor allem die da. Das sind die Bewegungen, wo wir unser Stück rausschneiden, wo wir unseren Gewinn rausschneiden. Und das können wir jeden Tag zu 100-fach an Möglichkeiten entdecken im breiten, regulierten Markt und nicht die Extremsituation. So, und jetzt schauen wir doch einfach mal, was ist denn da passiert? Ja, ich drücke mal auf Start, ist nämlich hier das Backtesting. So, und jetzt sehen wir, was der Gute macht. So, und hier sind wir jetzt gerade, wo ich das Video aufnehme. Ja? Also, das hier war das klare Zeichen. Wie gesagt, ich habe das Asset nicht analysiert. Es kann wieder hochgehen oder sonst irgendwas, aber auf die Wahrscheinlichkeit setze ich nicht. Und wie gesagt, gegenüber dem ganzen anderen Rest, ja, ist das einfach ein Extrem-Move. Wenn ich da schon drin bin
in einer Aktie und dann kommt sowas. Ja, da kann ich mich freuen. Aber ich versuche nicht hier irgendwo reinzuspringen und vor allem, wenn ich das Warnsignal sehe, ja, im Vergleich zum Rest des Trends, da sage ich: „Ne, da ist schon 'ne Gegenseite aktiv und da will ich erst mal wieder Gegenbestätigung sehen.“ Und ich will natürlich wissen, warum, wieso, weshalb. Gibt's da 'n fundamentalen Grund dafür? Ist das Ding einfach nur so illiquide, dass ein einziger Geldbeutel reicht, das Ding da hochzujucken? Und. Wenn euch die Sachen interessieren, dann kommt zu uns. So, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet euch vielleicht das ein oder andere rauspicken. Wie immer, alles, was wir sagen, was wir euch zeigen, sind rein unsere subjektiven Erfahrungen, rein unsere subjektiven Meinungen, dienen keiner Anlageempfehlung oder Anregung zum Kauf von irgendetwas. Ganz im Gegenteil. Alles, was ihr tut, seid ihr selbst dafür verantwortlich, ja. Und immer, wenn ihr euch unwohl fühlt, wenn ihr an irgendetwas zweifelt, dann lasst es lieber sein. Auch wenn ihr noch so gut analysiert und recherchiert habt. Wenn ihr euch unsicher seid, lasst die Finger weg. Ja, bisschen zur Ruhe kommen, vielleicht was anderes anschauen. Und erst da, wo man unaufgeregt reingeht, mein lieber Freund, zum Schluss nochmal, ja, unaufgeregt, das ist einmal die Grunddevise. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.